Herzlich willkommen zu Tag 2 vom West Highland Way. Ein bisschen interessanter als der erste Tag. Trotzdem gibt es noch ein paar Sachen zum Erklären. Zum einen, wenn man halt immer wieder Leute trifft, dann filmt man tatsächlich weniger, weil ich in dem Moment bin. Später im Video habe ich auch nur noch irgendwie meine Füße oder meine Beine gefilmt, weil halt Leute vor mir waren, Leute hinter mir waren. Und ich wollte die nicht drauf haben, ich wollte die aber auch nicht aufhalten, weil ich denken muss, ey, das ist jetzt eine geile Sequenz, deswegen manchmal fehlen ein paar schöne Sequenzen oder Parts. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem und ja, machen wir erstmal damit weiter, wo ich aufgehört habe beim letzten Mal. Viel Spaß! Gecampt haben wir ja in diesem Waldstück an der Brücke und genau da starten wir jetzt auch. All the way up to Conic Hill. Hier sagt es 360 Höhenmeter. Ich habe nochmal nachgeschaut. Schilder sagen 361 Meter, meine App sagt aber 358 Meter. Ich kann das Höhenprofil gleich mal einblenden. Gehen wir einfach mit den 360 Metern als höchsten Punkt, dann sind wir laut der Karte auf jeden Fall auf der sicheren Waldseite. Und dann geht es hier runter Richtung Balmaha. Das schauen wir uns jetzt mal an, wie das gelaufen ist. Ich habe genau da gecampt oder gezeltet, wo es hier dann auch steil wurde. Aber ja gut, man sieht es eh an den Höhenlinien, wer damit was anfangen kann. Guten Morgen aus der schottischen Imkerei. Ja, auf dem Weg jetzt zur Spitze vom Conic Hill. Und dann runter nach Balmaha. Da muss ich hoch. Wir sehen uns da oben. Gipfel erreicht, ey. Wow. ...800 Meter geschafft, wow. Made it. Down Conic Hill, up and down. Ich war ja schon halfway up. Also jetzt wird's wirklich gemischt. Alter, die Vögel sind aber am Zwitschern, du. Ja, man betrifft halt immer wieder Leute, unterhält sich dann auf Englisch. Und jetzt ist ein zweisprachiger Kanal jetzt. Es wird nur noch schlimmer mit meinen, ja. Auf jeden Fall up and down Conic Hill. Also ich bin auch nicht ganz down. Ich habe noch 1 Kilometer, aber ich denke so der Steinweg wird jetzt vorbei sein.
Mein Schutzglas ist gerade noch weiter gesprungen. Aber we made it to Balmaha. Ich bin jetzt 3 Kilogramm schwerer und jetzt gerade merke ich es noch nicht. Das ist krass. Hier angekommen, Balmaha. Habe mein Wasser auffüllen können. Hier sieht man dann auch so die Anfänge des Loch Lomond. Und was ich vorgehabt hatte, das zeige ich euch jetzt, vom Conic-Hill über halt Balmaha, den ganzen Weg komplett Loch Lomond entlang. Inversnaid, hier geht's weiter, ist nochmal Inversnaid. Das bis hier. Das habe ich vorgehabt. Das wären 33 Kilometer gewesen. Aus Balmaha raus. Ist schon cool. Ist schon echt cool. Man hat ein paar Sandstrände hier überall. Dann kommt hier nochmal Asphalt. Hier ist übrigens auch die Camping Management Zone noch. Also fängt ja sowieso hier oben an. Aber wir haben halt hier den Campingplatz, wo ich ja im ersten Video schon erwähnt habe. Dann gibt es hier eine. In Cashel kann man sich dann, ja, kann man mit einem Camping Permit, kann man da quasi campen. Cashel, und dann gibt es hier dieser Locky Campsite, die ist eigentlich relativ cool, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich mache jetzt von hier nur nach hier oder ich gehe von Drimmen bis da, weil die hat tatsächlich, und das ist dann erlaubt, hier überall am Ufer so Camping-Spots, die man halt mieten kann. Und es fühlt sich dann aber so an, als würde man wild campen. Ich habe das gesehen, ich habe es leider nicht gefilmt, weil, naja gut, zu viele Leute und Zelte drauf. Genau, hier ist nochmal, hier ist ein Parkplatz. Wer jetzt sagt, man fährt mit dem Auto und hat ein Zelt dabei oder will campen, hier ist nochmal ein größere Main Campsite, aber auch ganz cool. It is the condemned man who will return to Scotland by way of the low road of death and reach Loch Lomond before his friend. Hier weiter bis Roradennen. Da habe ich gedacht, ich fülle jetzt mal meine Sachen auf und so. Und dann war irgendwie da nur so ein Restaurant und sonst nichts. Und dann ging es hier irgendwie weiter und hier ist dann wieder eine Jugendherberge und Parkplatz und alles. Da hat es geregnet. Da hat's richtig angefangen zu schiffen. Da habe ich dann meine Mittagspause gemacht und mir dann überlegt, wie ich überhaupt weitermachen möchte, weil es kommt jetzt, was danach passiert ist. Ich habe 18 Kilometer jetzt geschafft. Ich bin auch schon seit 5,5 Stunden unterwegs. Es ist 2:30, also Laufstunden. Ich habe wieder Probleme mit meiner GoPro. Die ziehen sich tatsächlich durch. Und bei 60% Akku, wirklich, am nächsten Morgen noch oder am selben Morgen den Akku getauscht auf 100%, geht die GoPro auf einmal mittendrin aus. Einfach so. Was ich sagen wollte, nach dem Regenschauer, den ich abgewartet habe und mir meine Mittagspause da gemacht habe, auf dem Parkplatz und so motiviert aus der Wäsche geschaut habe. Danach ist die Aufnahme entstanden. Erstens habe ich mich darüber aufgeregt, dass irgendwie ein blaues Fahrzeug die ganze Zeit hin und her gefahren ist, als ob der kein Zuhause gehabt hätte auf dem Wanderweg. Und das zweite war, ich hatte zu dem Zeitpunkt 16 Kilometer auf der Uhr in 6,5 Stunden, irgendwie sowas. Extrem langsam, ich weiß nicht, wie ich den ganzen Morgen so vertrödelt habe. Bei Conic-Hill, es hat nicht lange gedauert, bis ich da hoch und wieder runter war. Ich weiß nicht, wie viel ihr jetzt eben mitbekommen habt, weil die Kamera sich mittendrin ausgeschaltet hat in meinem Monolog. Auf jeden Fall in 2 Kilometern, also in einer halben Stunde ungefähr, könnte ich mein Zelt schon wieder aufschlagen. Aber das wäre mir dann zu früh. So ab 18 Uhr
werde ich schauen, wo ich einen Platz finde, je nachdem wie viel, ob ich dann noch kann und wie viele Kilometer ich dann habe. Und bis 20:30 Uhr hätte ich gerne einen Platz, damit ich halt noch im Tageslicht aufbauen kann und auch was zu essen machen kann. Fort William, 68 miles, Moingai 28 miles. Also es sind 96 Meilen von Moingai nach Fort William. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Und 68 habe ich jetzt noch. Kann man jetzt rechnen, wie viel ich schon geschafft habe. Wie man vielleicht gemerkt hat im Video, ich bin extrem schlecht in Mathe. Ich kann es aber kurz sagen, 96 minus 68 sind 28. Ich hatte schon an dem Zeitpunkt 28 Meilen. Das sind ungefähr, eine Meile ist 1,6 Kilometer. Also hatte ich zu dem Zeitpunkt 45 Kilometer schon geschafft auf 2 Tage, aber Tag 2 war ja da noch nicht rum. Nur Mathe ist bei mir unten durch. You are now leaving the Camping Management Zone. Das heißt, alles was jetzt kommt, könnte ich mich hinlegen. Es ist halt noch viel zu früh. Es ist 3:30 jetzt. Also ich sag's euch, nach 7 Stunden Laufen ist das hier gar nicht mehr so einfach, wie es sonst immer ist. Oh Gott. Ja, bei der Aussicht, die Ausblick. The view is nice. Ich frage mich hier die ganze Zeit, warum der Weg jetzt, also es ist schön, es ist wirklich schön, warum der Weg jetzt so ist und nicht Schotter. Jetzt habe ich gerade auf der Karte geschaut. Ich bin aus Versehen doch auf die Low Route. Also auf jeden Fall unten rum abgebogen. Das heißt, es dauert jetzt länger. Es dauert jetzt generell, ich komme hier nicht rum. Es dauert jetzt halt länger. Das heißt, ich werde wahrscheinlich dann auch früher das Zelt aufschlagen. Ich habe es auf die High Route geschafft. Müsste jetzt theoretisch schneller gehen. Nachdem wir also überall hier lang gelaufen sind, hier mal eine Pause gemacht habe, dann ging es hier nochmal weiter. Schön, also es ist eigentlich ein echt schöner Weg. Hier bin ich dann irgendwann angefangen, nur noch den Boden zu filmen, weil ab hier waren dann auch wieder mehr Leute unterwegs. Die haben wahrscheinlich alle den Regen abgewartet. Hier ist da, wo man splittet between High Road and Low Road, beziehungsweise High Route und Low Route. Ich komme auf High Road und Low Road immer wegen dem Song, den ihr die ganze Zeit im Hintergrund hört. Der ist iconic für ein Loch Lomond. An der Stelle, es gibt einen riesigen Wegweiser, der hier nach unten führt. Und ich war so, weil natürlich auch Menschen hinter mir, Menschen vor mir, alle da runter. Und ich denke so, ah ja, cool, richtig gut ausgeschildert, gehe ich doch mal da runter. Was ich nicht bedacht habe, das ist genau der Wegweiser, dass man hier oben lang muss. Was ich, weil ich wollte ja meine 30 Kilometer schaffen oder 33, eigentlich hier oben rum. Man hat nicht die besten Aussichten hier raus. Ist okay. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt ungefähr hier schon 7 Stunden auf der Uhr zum Laufen. Hoch, runter, hoch, runter. Und irgendwann mit
15 Kilo auf dem Rücken ist es dann zu schwer, wo man sich dann auch wirklich denkt, ja, nimm die, die ist einfacher. Und ich nehme trotzdem die. Schon eine ganze Weile bin ich hier lang. Hier ist ein Weg. Der geht dann da wieder hoch. Und dann habe ich gedacht, geht bestimmt einfacher hier lang. War auch einfacher, also ist wirklich. Ab da war es dann ein wenig einfacher tatsächlich. Und dann hier noch ein Stück weiter. Und dann habe ich hier irgendwo mein Zelt aufgeschlagen, weil ich dann einfach keinen Bock mehr hatte. Zeitlich gesehen absolut kein Thema, hier noch weiter zu laufen. Körperlich gesehen, logisch gedacht, wenn ich den nächsten Tag auch nochmal krass laufen will, machst du hier Stopp und gehst ins Bett. 5 Kilometer müsste ich jetzt theoretisch noch. Und mal gucken, wo das endet. Ich bin jetzt übrigens auf Autopilot, das heißt, ich vergesse auch die ganze Zeit irgendwie die Kamera anzumachen, aber es sieht halt so aus. Ich will gerade nur noch laufen und ankommen. Und mal davon abgesehen, dass auf dem, da wo ich dann gecampt hatte, an der Stelle noch 2 andere Mädels waren, ist meine GoPro abends auch immer oder teilweise auch mittags schon so am Arsch oder am Abkacken, dass ich mir dann abends denke, ach weißt du was, fuck it. Ich mache jetzt nicht mehr, ich wechsle jetzt abends oder nachts nicht mehr den Akku. Ich mache es jetzt nicht mehr auf Zeitraffer oder sonst irgendwas. Ich lasse es einfach, ich wechsle es am nächsten Morgen. Ich habe es dann an der Powerbank oder so. Aber ich filme dann nicht mehr weiter. Und auch habe ich am Anfang schon vom Video schon gesagt, wenn ich dann mit Leuten gehe, wo man sich unterhält eine längere Zeit, dann bin ich in dem Moment drin, weil ich mache es in erster Linie nicht um... Ich bin kein Content Creator, gut, ich mache es auf YouTube, ich stelle das auf YouTube, klar, weil es Spaß macht, auch ein bisschen zur Unterhaltung. In erster Linie, um den Fortschritt vom Fuß zu sehen, auch andere auf die Reise mitzunehmen oder vielleicht auch ein bisschen zu sagen, ey, egal was ist, oder wenn du dich verletzt oder so, es gibt einen Weg zurück, langsam, aber es gibt einen, wenn du dran glaubst, wenn du an dir arbeitest oder dran arbeitest, dann geht das alles. Das ist das Ziel oder der Hintergrund. Jetzt die ganze Zeit in Schottland, ich hatte nie im Hinterkopf, oh warte, ich brauche diesen Shot, ich brauche diese Sequenz, da mache ich den Übergang so, das geht so und jetzt muss ich mich doch selber beim Laufen filmen, also hole ich die Kamera wieder zurück. Das wollte ich da nicht, hatte ich da nicht und immer wenn ich jemand Netten zum Unterhalten hatte, wenn man dann wirklich ein Stück zusammengelaufen ist, dann war ich in dem Moment da und ich habe die Kameras komplett ignoriert. Auch wenn es die schönsten Bilder gewesen waren, vielleicht habe ich mal eins mit einem Foto gemacht, klar, aber dann, da ist die Kamera außen vor und YouTube, das hat dann da nichts zu suchen. Das ist immer noch mein Mindset, was das angeht. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. By yon bonny banks and by yon bonny braes, where the sun shines bright on Loch Lomond, where me and my true love were ever wont to gae. On the bonny, bonny banks o' Loch Lomond. And you'll take the high road, and I'll take the low road, and I'll be in Scotland afore ye. But me and my true love will never meet again on the bonny, bonny banks o' Loch Lomond.